Heute zeige ich euch, wie ihr ein ganz einfaches Puppenkleid nähen könnt, und zwar ein Schlupfkleid. Das ist einfach zu nähen, aber ist vor allen Dingen auch einfach an- und auszuziehen. Das heißt, gut geeignet für besonders kleine Puppenmamas und Puppenpapas, die noch nicht so geschickt sind. Den Schnitt findet ihr unter diesem Video bzw. den Link zum Downloaden. Der ist gratis und ihr habt 3 verschiedene Größen zur Auswahl und könnt euch das dann ausdrucken. Das sind nur 2 Schnittteile, also einmal Vorder- und Rückteil und einmal der Ärmel. Und dann braucht ihr ein Gummiband für den Tunnelzug, so eins oder so ein Nähgummi oder wie die heißen. Und dann einmal passendes Nähgarn. Und dann könnt ihr einfach normalen, dünnen Baumwollstoff nehmen oder auch Jersey. Damit wird es dann noch leichter an- und auszuziehen, weil es dann noch elastischer ist. Genau, als erstes schneiden wir uns das zu. Und zwar werden beide Schnittteile 2-mal zugeschnitten und jeweils im Bruch. Dazu legt ihr euch euren Stoff so hin, dass der doppelt liegt, also einmal gefaltet ist und der Fadenlauf von euch weg zeigt. So. Und dann legt ihr euch die Schnittteile einfach hier an. So und so. Und schneidet euch das zu, und zwar dann jeweils 2-mal. So, und wenn ihr fertig zugeschnitten habt, dann könnt ihr einmal das Vorder- bzw. Rückteil, das ist ja in diesem Fall gleich, eins davon zur Seite legen. Und dann nehmen wir uns jetzt die Ärmel am Vorderteil fest. Und zwar gehören diese beiden Kanten jeweils zusammen. Und wenn ihr jetzt einen Stoff habt, der eine rechte und eine linke Seite habt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr hier rechts auf rechts legt. Das ist bei meinem Stoff egal, weil der ist von beiden Seiten gleich. Und jetzt könnt ihr euch das hier ein bisschen heften oder klammern, wenn ihr möchtet. Auf der Seite mache ich das auch schon. Und jetzt steppe ich mir diese Nähte hier mit einer Nahtzugabe von ca. 0,5 mm ab. So sieht das jetzt aus. Jetzt habe ich mir die Nähte auch gleich versäubert mit der Kettelmaschine. Wenn ihr keine Kettelmaschine habt, könnt ihr einfach mit der Nähmaschine mit einem Zickzackstich nochmal über die Kante gehen, damit die nicht ausfranst. Und jetzt machen wir genau dasselbe mit der anderen Seite, also mit dem Rückteil. Das heißt, ich habe hier die Ärmel, lege mir das Rückteil dann genau entgegengesetzt daran. Und jetzt stecke ich mir diese beiden Kanten zusammen und diese beiden. So, und jetzt schließe ich mir hier auch wieder die Nähte und versäubere die anschließend. So sieht das jetzt aus. Und jetzt nähen wir die Ärmelsäume um. Und dazu könnt ihr die entweder einmal hier abketteln, also versäubern mit der Overlockmaschine und dann einfach nach innen umschlagen und abnähen, oder ihr schlagt es 2-mal nach innen um. So mache ich das und dann stecke ich mir das fest. Und zwar stecke ich immer schräg, weil wenn ich so stecke, dann kann die Naht nach links und rechts verrutschen, und wenn ich so stecke, dann kann ich nicht richtig nähen, weil dann blockiere ich mir die Nähmaschine. Das heißt, ich stecke immer diagonal. Wenn euer Stoff sich schlecht umschlagen lässt und wegrutscht, dann macht es Sinn, das einmal vorher zu bügeln, also das einzuschlagen und dann zu bügeln und dann erst festzustecken, dann geht es viel leichter. So, und genau dasselbe mache ich jetzt beim anderen Ärmel. Und jetzt steppe ich hier einmal entlang der Kante den Saum ab auf beiden Seiten. Ja, und so sieht das jetzt aus. Und jetzt können wir uns das Kleid hier an den Ärmeln zusammenklappen quasi und uns hier die Seiten Kante auf Kante legen und aufeinander stecken. Achtet dabei darauf, dass vor allen Dingen die Nähte hier genau aufeinander treffen. So, und jetzt nähen wir hier entlang, wieder mit einer Nahtzugabe von 5 mm, die Seitennähte zu. Ja, so sieht das jetzt aus. Und ich habe mir das auch gleich wieder versäubert, und die Overlock-Fäden, die hier am Ärmel überhängen, die schneide ich nicht einfach ab, weil ich hier ja nicht weiter nähe, sondern die nehme ich mir selber auf die Nadel und ziehe die dann hier quasi in die Naht wieder zurück.
Und dann kann ich die abschneiden. Dann passiert da nichts mehr mit. Genauso auf der anderen Seite. Gut, so, jetzt nehmen wir uns den Tunnelzug zu. Und der Tunnelzug wird genauso genäht wie die Ärmelsäume. Das heißt, ihr schlagt euch das zweimal nach innen ein und steckt es dann aufeinander. Und der sollte etwa 1 cm breit sein. Und je sorgfältiger ihr das steckt, desto leichter ist es zu nähen nachher. So sieht das jetzt aus. Und jetzt nähe ich mir das genau wie die Ärmelsäume einmal rundherum hier knapp entlang der Kante ab. Aber ich lasse hier hinten ein kleines Stück offen, damit ich da später mein Gummiband einziehen kann. Jetzt habe ich mir das abgesteckt und hier ist meine Öffnung. Und jetzt nehme ich ein Stück von meinem Gummi. Und wenn ihr so ein dünnes Nähgummi nehmt wie ich hier, dann würde ich das doppelt verwenden. Und dafür, ich habe so eine Wendenadel, heißt das, glaube ich, also so eine stumpfe Nähnadel, die sich für solche Sachen gut eignet. Ihr könnt aber auch eine normale, etwas dickere Nähnadel, zum Beispiel eine Stopfnadel oder so nehmen und das auffädeln und die dann einfach rückwärts, also mit der Öse oder dem Nadelöhr zuerst durch den Tunnelzug schieben, damit ihr nicht ständig hängen bleibt mit der Spitze. Und jetzt gehe ich hier einfach einmal in den Tunnelzug rein und ziehe mir mein Gummi hier durch. Jetzt bin ich hier wieder auf der anderen Seite angelangt. Und jetzt ziehe ich mir das fest. Jetzt könnt ihr auch mal eine Anprobe machen an eurer Puppe, damit ihr sehen könnt, wie eng der Halsausschnitt eigentlich werden soll, damit er auch gut sitzt, beziehungsweise das Kleid gut sitzt. Und dann könnt ihr euch das hier einfach zuknoten. Und dann schneidet ihr das Gummi ab und dann näht ihr hier das Stück, was noch offen geblieben ist, nochmal mit der Nähmaschine schnell zu. Ja, jetzt sind wir beinahe fertig. Jetzt nehmen wir nur noch unten den Saum zu und das machen wir wieder genauso wie den Tunnelzug und die Ärmelsäume. Das heißt, wir schlagen uns den nach innen um und stecken uns den diagonal mit Stecknadeln fest. So, und wenn ihr das jetzt rundherum gesteckt habt, dann könnt ihr das wieder absteppen. Ja, und jetzt, wenn ihr den Saum abgesteppt habt, dann könnt ihr das Ganze auf rechts wenden. Jetzt kann man das noch einmal bügeln, dann sieht es besonders schön aus. Aber bevor ich das bügele, nähe ich mir jetzt hier noch so eine Verzierung an den Saum. Das kann man natürlich auch weglassen, wenn man möchte. Aber das mache ich jetzt einfach, ohne mir das festzustecken, sondern orientiere mich hier einfach an der Saumkante. So, jetzt habe ich mir die Bord hier unten noch festgenäht und hier an der Seite habe ich das Ende einfach einmal eingeklappt und abgenäht, sodass das sauber verarbeitet ist. So, und das Kleidchen ist jetzt fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann schenkt mir gerne ein Like. Und wenn ihr noch mehr Puppenkleider nähen wollt oder lernen wollt, wie man eine Puppe näht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich poste jede Woche ein neues Video rund ums Puppenmachen.